Marco, was glaubst du, wo geht die Reise hin? Wie werden sich jetzt die nächsten Konzepte und Formen entwickeln, wenn wir mal so ganz weit in die Zukunft schauen? 30 Jahre weiter, wie sehen dann Autos aus? Schöne Frage, Klaus. So, ist schwierig, ne? Ich habe gar keinen Crystal Ball, aber ich kann schon mir vorstellen, dass die Autos irgendwie deutlich anders aussehen werden, weil wir nicht nur wegen Batteries oder so, aber Autonomous Drive, das wird schon interessant sein. Was machen die Insassen da drin, Klaus, wenn die nicht fahren? Ja, die unterhalten sich wie wir. Ja, man genau. kann dann, fährt in die Richtung und unterhält sich oder schaut einen Film. Ja, wie wird sich das anfühlen, wenn sich das bewegt? Ja, und wenn die Autos nach wie vor natürlich auf den unebenen Straßen, ja, vielleicht haben wir dann so Luftfederfahrwerke, die einem total weich dann transportieren. Vielleicht schläft man auch. Genau, was denkst du? oder werden die Autos immer noch die gleichen Silhouetten von heute haben oder werden die noch so wie ein One-Box sein? Ist schwierig. Ich glaube nicht, dass die gleiche Form von heute haben werden können. Ich glaube nicht, weil wir deutlich mehr, glaube ich, schätze ich, diese Ratio Footprint gegen Volumen und Raum besser irgendwie nutzen müssen. Ich glaube auch, dass wir sehr aerodynamische, sehr glatte Formen sehen werden, aber eine Motorhaube hat eigentlich keine Berechtigung mehr. Ja? Wozu brauche ich die? Ich habe ja keinen Motor mehr. Ja? Und den Innenraum maximal zu nutzen, glaube ich, macht schon Sinn. Ist ja auch beim ID.Buzz so ein bisschen das Thema gewesen, ja? Maximale Raumausnutzung. Ich glaube, das werden wir mehr sehen. Ich glaube schon, diese Art von Fahrzeug, wo wir echt so clever denken, das muss Funktionalität zeigen, aber es muss auch irgendwie inspirierend sein. Ne? Die Menschen müssen irgendwie ein Gefühl haben, dass die Autos anziehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja? Ich denke, dass Autos in der Zukunft oder ich nenne es mal anders, ich nenne es mal mobile Räume in der Zukunft wie kleine Wohnzimmer oder Arbeitszimmer sind, in denen man sich auch gerne aufhält und in denen man auch dann mit seinen Freunden und mit der Familie unterwegs ist, sehr abgekapselt, mit Ausblick nach draußen, aber niemand kann reingucken, wenn man das nicht möchte. Verkehr wird sicherlich auch vernetzter werden, die Fahrzeuge werden sich sehr eng aneinander geschoben über die Autobahn bewegen. Also ich glaube, da wird sich viel verändern. Glaube ich schon, aber ich träume von Flashiness überall, diese Gestaltung von viel Glas, nicht so viel Stufen, viel Blending auch von verschiedenen Materials. Ich glaube, so kann ich schon mir vorstellen, dass wir haben werden. Ne? Ich mag nicht, wenn wir zu viele Trennungen haben, zu viele verschiedene Materialien. So. Ich mag und ich glaube schon, dass wir ein bisschen mehr Seamless Design haben werden können. Das ist schon für mich interessant und wichtig und das hilft auch Aerodynamics. Ne? Heutzutage haben wir Spiegel. Das in die Zukunft werden wir nicht haben müssen, glaube ich schon. Ne? Die braucht man ja nicht mehr, wenn man nicht mehr selber fährt. Wozu brauche ich denn Außenspiegel? Ja. Ich glaube auch, dass Sicherheitstechnik und die Intelligenz der Fahrzeuge über Sensorik sehr zunehmen wird und Unfälle im selben Maße verhindert werden, wenn die Fahrzeuge voneinander wissen und mit ihrer Sensorik alles um sich herum beobachten können, sollten eigentlich Unfälle der Vergangenheit angehören. Aber es gilt halt auch, das zu gestalten und dem Ganzen Form zu geben. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie auch Marken das interpretieren oder ob das dann mehr in Richtung einer Gleichförmigkeit geht. Was ist da deine Ansicht? Genau, wir werden irgendwie lernen müssen, alle diese Sensoren einzuhausen. Aber ich glaube, bei uns, wir müssen sowieso unsere DNA weiter behalten müssen. Das ist schon ein Thema. Ne? Ja, ich glaube, jede Marke muss für sich auch einen Ausdruck finden für diese neue Zeit. Marken unterscheiden sich ja auch dadurch, was sie Menschen an Dienstleistungen und technologischen Features nahebringen. Ja. Und auch dort wird es sicherlich Stufen geben. Ich glaube schon, dass autonomes Fahren die Art und Weise, wie wir Reisen, schon deutlich verändern wird.
Genau, und ich mag auch echt das Wort Convenience. Ich glaube, Volkswagen steht auch für sowas. Ne? Ich träume echt in die Zukunft, wenn wir eine neue Art von Türsystem hätten, dass wir irgendwie die Leute besser einladen können. So UX, UI, dass wir irgendwie die Straße auch beleuchten würden, so wie ein Welcome-Szenario. Das finde ich so interessant. In die Zukunft gerechnet, ja. Jetzt fahren die Autos autonom und sind jetzt unheimlich effizient unterwegs und der Energieinhalt der Batterien hat sich über die Zeit halt wahnsinnig vergrößert. Ist nicht bald Zeit, mal in die Luft zu gehen? Ja, schon, Klaus. Aber solange die größere Räder noch haben. Ja, die Frage wäre, oder das, woran ich auch viel denke, ja, wenn man jetzt dann den Übergang findet in den vertikalen Transport, ja, dass man halt dann einfach abheben kann, ja, und sagt so, okay, jetzt bin ich aus der Stadt raus, ja, oder ich gehe in die vertikale Mobilität, indem ich einfach irgendwie ein Hochhaus hochfahre mit dem Fahrstuhl und oben fahre ich dann nicht weiter, sondern fliege weiter. Hast du über sowas schon mal nachgedacht? Ja, schon, natürlich. Ja. Also, wir haben echt viele crazy Ideen schon gehabt. Ja, aber wo würden die Wings sein? Und ob die irgendwie da oben gepackt werden können oder da unten? Was passiert mit den Felgen? Werden die immer noch geil aussehen können? Oder werden die Turbinen sein? Aber es ist schon interessant. Ja, ich muss noch ein bisschen weiter denken. Ich glaube, der Fantasie von Designern ist da keine Grenze gesetzt. Und das geht ja auch alles nicht ohne Technologie. Aber darüber nachzudenken, so in City-Szenarios, ja, gibt es halt nur eine Ebene, die über Fahrzeuge dann, die natürlich dann elektrisch und autonom fahren, optimiert werden kann. Braucht man dann mehr Ebenen? Schichtet man das übereinander? Aber alle fahren noch? Oder fängt man dann an, irgendwann zu sagen, gut, also jetzt gehen wir mal in autonome Flugtaxis oder drohnenartige Fortbewegung? Das interessiert mich schon, ja, das geht mir im Kopf rum. Ist natürlich utopisch. Marco, was ist deine Idee für Licht in der Zukunft? Vorhin hast du schon ein bisschen was gesagt von Lichtszenarios und Beleuchtung und so. Wie denkst du, wird sich das entwickeln? So, Licht ist sehr wichtig, ne, Klaus. So ist irgendwie der Weg, ein Auto hat, mit den Menschen zu kommunizieren. So, ich finde es so wichtig, wenn wir einen Weg finden würden, das noch irgendwie präziser oder lauter oder stärker das zu nutzen. Aber nicht nur vorne oder hinten. Aber ich würde irgendwie interessant finden, wenn wir translucent Material echt auf Serie bringen können. Ja. Was ich heute nicht mag, ist, dass wir Boxes haben. Wir haben eine Box Stoßfänger, eine Box Kotflügel, eine Box Haube, eine Box Scheinwerfer. Das ist ja seit 100 Jahren das Gleiche. Ja. Und ich träume von Blending, ja, dass alles irgendwie sich verschmelzt und da hinten leuchtet irgendwas wie Magie. Licht als ein Thema müssen wir noch deutlich lauter spielen, nicht nur vorne, hinten, aber auch an der Seite wie ein Welcoming-Szenario. Das ist für mich auch drin im Auto. Das ist schon für mich ein Hauptthema. Licht hat, glaube ich, viel damit zu tun, wie Menschen sich fühlen. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, du wirst wach oder schläfst ein. Hat viel mit Emotionen und Stimmung auch, mit der Stimmung zu tun, in der man ist. Ja. Im Innenraum bin ich bei dir, wird das sicherlich viel Einfluss haben. Und nach draußen hin, du hast es auch gesagt, Kommunikation mit anderen Verkehrsteilnehmern, Warnfunktion. Genau. Was mich auch interessieren würde, wie du darüber denkst, dass Fahrzeuge ja auch Flächen haben, die man vermieten könnte, die man gerade auch auf Nutzfahrzeugen natürlich animieren könnte, dass da nicht nur Malermeister Müller draufsteht, sondern dass solche
Flächen auch, wir haben das viel in Science-Fiction-Filmen gesehen, auch animiert sein könnten. Genau. Kannst du dir sowas vorstellen? Ja klar, ja, das ist echt, Zukunft ist da für solche Sachen, finde ich sehr wichtig. Nicht mehr als Stickers einfach draufkleben, aber irgendwie was Virtuelles da darstellen. Ne? Das müssen wir haben. Das ist so Blade Runner-mäßig interessant. Absolut, ja. Was ist deine Idee für Reisen über lange Strecken? Also wenn du dir jetzt vorstellst, du willst in den Urlaub fahren und hast 1000 Kilometer oder 600 oder 700 Kilometer zu fahren, kannst du dir vorstellen, im Auto oder in einem mobilen Device auch zu übernachten? Ja, das ist schon eine coole Idee. Lieber sowas, als irgendwie in einem Flughafen zu sein, einfach auf irgendwas warten. Oh mein Gott, Security Checks und irgendwo landen? Nee, würde ich lieber so ein Fahrzeug haben, wo ich einfach mich abholt, erstmal so, abholt. Die Tür wird aufgemacht, ich komme einfach rein, ich lege mich da einfach hin. Oh, das wäre perfekt, oder Klaus? Ja, ich glaube auch, dass das, wenn man alles dabei hat, was man braucht, du hast vorhin auch kurz Convenience gesagt, herzustellen. Also man hat was zu essen, man kann sich vielleicht frisch machen. Ja, das kann ja auch vielleicht ein bisschen größer sein, so dass man einen Raum hat, in dem man sich auch bewegen kann. Wenn das alles autonom ist, könnte ich ja auch aufstehen und mich bewegen. Dann glaube ich schon, dass das ganz großen Reiz haben kann, für Menschen in einer anderen Art und Weise zu reisen und wäre sicherlich deutlich umweltfreundlicher und nachhaltiger. Ja, finde ich auch. Es geht wahrscheinlich nicht um Luxus, aber es ist einfach ein bisschen mehr Privacy, Convenience. Das kann schon sehr interessant sein. Ja? Das bin ich dabei.